Hi, ich bin Valentin von Atlas VR. Wenn es um Arbeiten an Elektrofahrzeugen geht, zählt vor allem eins: Sicherheit. Und gleichzeitig braucht es Training, das realistisch ist, ohne Risiko, ohne Druck und ohne dass immer ein Instruktor in der Nähe sein muss. Genau dafür haben wir unsere VR-Schulungsapplikation entwickelt für Hochvolt 1 und 2 im Bereich Kfz-Mechatronik. Die App läuft auf allen gängigen Standalone VR-Brillen, zum Beispiel Meta Quest 3, 3S oder Pico 4 Ultra Enterprise. Also ohne PC, unkompliziert im Trainingszentrum oder in der Berufsschule. Ich zeige euch jetzt, wie das aussieht. Wir sind jetzt also hier in unserer virtuellen Werkstatt und die Fortbewegung geschieht über das sogenannte Teleporting. Damit kann ich in einem Bereich, wo ich zum Beispiel einem Klassenzimmer, wo ich wenig Platz habe, trotzdem eine große virtuelle Werkstatt begehen und in dieser Werkstatt Aufgaben absolvieren. Als nächstes arbeiten wir jetzt in dieser Hochvolt-Schulung natürlich mit herstellerspezifischen Anweisungen und einer Checkliste, die ich jetzt hier zum Beispiel öffnen kann. Ich kann auch die Anleitung öffnen, genau, das wäre jetzt in diesem Fall eine Anleitung, die ich hier herausnehmen kann. Und dann kann ich hier eben fahrzeugspezifische, für mein Elektrofahrzeug eben fahrzeugspezifische Hinweise abrufen und Vorgehensweisen abrufen. Hier geht es um persönliche Schutzausrüstung. Und dies geschieht im Endeffekt so: Wir schauen jetzt hier zu unserem Arbeitskollegen, der sehr offensichtlich nicht die korrekte persönliche Schutzausrüstung angelegt hat. Und wir helfen jetzt im ersten Schritt unserem Arbeitskollegen eben mit der Auswahl in diesem Regal die richtige persönliche Schutzausrüstung zu wählen. Geben dies unserem Arbeitskollegen, nehmen dann entsprechend einen langärmeligen Overall, der auch wiederum relevant ist, und Hochvoltschutzhandschuhe. Da sehen wir, dass die Schuhe eben passen, dementsprechend brauchen wir keine neuen Schuhe geben. Hier haben wir jetzt wieder unser Menü, das uns begleitet durch die Schulung, und wir können jetzt hier nochmal schauen, haben wir alles richtig angelegt. Wenn ich jetzt hier zufrieden bin mit meiner Auswahl, habe ich meinem Arbeitskollegen richtig geholfen, dann bestätige ich diese Perfekt. Auswahl. Du hast die richtige Ausrüstung ausgewählt. Und das System teilt mir dies auch mit. Springe hinüber zur Arbeitsvorbereitung und kontrolliere, ob ich alle Arbeitsmittel vorhanden habe, die ich benötige, um Hochvoltarbeiten auszuführen. Wir sehen hier am Tisch verschiedenste Dinge ausgebreitet und jetzt geht es darum, hier Hinweisschilder zu nehmen und entsprechend zu positionieren. Als nächstes benötigen wir Schutzkappen für die Antriebsbatterie. Die Stimme führt uns natürlich durch diesen Prozess durch. Das heißt, im jetzigen Übungsmodus geht es wirklich darum, auch ohne großartige Vorerfahrung die entsprechenden Schritte auszuführen. Bestätige nun diesen Schritt. Gut gemacht. Wir haben nun alle Arbeitsmittel überprüft. So, als ersten Schritt der Freischaltung müssen wir überprüfen, haben wir das richtige Fahrzeug vor uns. Und dies tun wir, indem wir die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs überprüfen bzw. abgleichen mit der Fahrgestellnummer, die in unserem Werkstattauftrag vorhanden ist. Ja, die Nummer ist korrekt. Auf der Checkliste siehst du, welche Punkte vor dem Werkstatteintritt erledigt wurden. Beachte, je nach Zustand des Fahrzeugs können unterschiedliche Schritte nötig sein. Angenommen, ich habe jetzt hier einen Schritt nicht verstanden oder weiß nicht weiter, dann habe ich zwei Möglichkeiten, wie ich mir hier selbst helfen kann. Einerseits kann ich natürlich das Audio erneut abspielen. Schritt 8 fordert uns auf, den Arbeitsbereich abzugrenzen. Und sollte ich jetzt immer noch nicht weiter wissen, nachdem ich mir auch das Audio erneut angehört habe, könnte ich natürlich noch zusätzlich einen Hinweis anfordern. Und dieser Hinweis ist dann doch sehr weitreichend und zeigt mir jetzt auf, okay, hier müssen die Absperrungen sein. So, wir sind jetzt im
Prüfungsmodus oder im Bewertungsmodus. Und wir haben jetzt hier einige maßgebliche Unterschiede. Der erste Unterschied, wir haben hier oben ein Zeitlimit. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Zeitlimit von 30 Minuten für den Abschluss dieses Inhalts. Ich habe jetzt hier für die Demonstrationszwecke lediglich die Isolationsprüfung gewählt und wir gehen jetzt durch mit der Isolationsprüfung. Was wir weiterhin haben, ist natürlich unsere Checkliste, mit der wir weiterhin arbeiten können. Hier klemmen wir wieder unseren Umrichter an. Und hier haben wir jetzt auch einen weiteren Unterschied. Das heißt, hier haben wir jetzt Fragen, die eingeblendet werden, bei der wir die richtige Antwort wählen müssen. So, und ich habe jetzt natürlich immer die Möglichkeit, wenn ich auch nicht weiter weiß, so wie ich das auch in echt die Möglichkeit hätte, kann ich jetzt natürlich nachschauen, wo stehen wir gerade. Genau, Isolationstest, und kann entsprechend auch mir die Anleitung zur Hilfe holen. Wir hier eine 12 Volt Batterie benötigen. So, hier müssen wir natürlich wieder mit der Anleitung arbeiten. Das heißt, die Fahrzeuganleitung sagt uns natürlich, was wir hier an Einstellungen haben und was herauskommen sollte. Das ist 0,4 Megaohm. So, jetzt schauen wir natürlich, ob wir den richtigen Messwert angezeigt bekommen. 600 Megaohm sind wir natürlich sehr zufrieden, weil wir nur über 0,4 sein müssen. Dementsprechend sagen wir natürlich hier Ja. Und so müssen wir jetzt wirklich Schritt für Schritt die Messungen durchführen. Und wenn wir eben wie gerade eben, wie ich das demonstriert habe, einen Fehler machen, dann wird dieser Fehler entsprechend nachher in der Auswertung auch angezeigt. Und damit kann ich natürlich als Instruktor oder Lehrer eine Bewertung vornehmen aufgrund des Durchgangs von unserem Lernenden oder von jedem individuellen Lernenden.